Willkommen zum Retro Newsflash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Ja, wir kommen zum ersten Thema für heute. Action Biker. Ja, wir gehen etwas zurück. Wer erinnert sich noch an Action Biker auf dem C64? Ich will die Hände sehen. Es war ein großartiges Spiel mit einem guten Soundtrack und es gab damals nichts Schöneres, als auf einem Motorrad herumzufahren, verschiedene Gegenstände zu sammeln und dabei allen möglichen Hindernissen auszuweichen. Dank dem User Gru gibt es auch eine verbesserte Version, die ein bereits großartiges Spiel noch weiter verbessert. Action Biker Enhanced. Ja, und hier ein paar Ergänzungen von Gru selbst aus dem Lemon 64 Forum. Warum Action Biker? Ja, es gibt bereits eine gute Version davon, aber ich wollte etwas mehr, also habe ich beschlossen, mich damit zu beschäftigen. Grundlegende Idee, das Original knacken, das Spiel zurückentwickeln und Quellen generieren. Das Spiel selbst war ziemlich einfach. Ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, ein Reverse Engineering Tool zu benutzen und bin direkt auf die 6502 Bank gegangen. Das Gameplay besteht aus dem Sammeln von Gegenständen auf der Karte, mit dem man ein Motorrad aufrüstet, um das Drag Race am Ende des Spiels zu gewinnen. Bei einigen Gegenständen gibt es spürbare Veränderungen, wie zum Beispiel das Sammeln eines Getriebes, mit dem man mit dem Feuerknopf in den linken und rechten Gang schalten kann. Ich habe weitere Funktionen für die Gegenstände hinzugefügt, wie die Tankanzeige, das Auspuffrohr, den Tachometer, das Bremslicht und die Go Faster Stripes für eine höhere Höchstgeschwindigkeit für das Motorrad. Außerdem noch Wasserski und eine Stoppuhr für das Drag Race. Die schnellste Zeit wird auf der Festplatte gespeichert, auch der Highscore wird gespeichert, wenn man ihn erreicht hat. Es gibt eine PAL- und NTSC-Erkennung, vor allem für die Rennuhr und die Bildschirmteilung. 6581 und 8580 werden unterstützt und erkannt und die Filterabschaltung wird angepasst, damit das Timing besser passt. Das ist doch eigentlich mal wieder ein guter Grund, warum man nicht mal wieder virtuell aufs Motorrad steigt, oder? Ich denke, da sollte man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Der Download-Link wie immer in der Videobeschreibung und das Spiel ist also kostenlos, von daher wünsche ich euch viel Spaß. Ja, mal wieder etwas aus dem Hardware-Bereich, wenn man so will. ADF Diskbox. Der User John Brett arbeitet schon länger an einem Programm, mit dem man Amiga DOS-Disketten mit dem Greaseweasel schreiben und lesen kann, mit dem Namen ADF Diskbox. ADF Diskbox ist eine Applikation mit grafischer Benutzeroberfläche. Das Frontend ist für Greaseweasel V4 Tools entwickelt worden. Das gesamte Programm ist in C entwickelt. Es soll vor allem für die Amiga-User unter euch gedacht sein, die regelmäßig mit Amiga DOS-Disketten arbeiten. ADF Diskbox vereinfacht dabei Amiga DOS-Batch Lese- und Schreiboperationen. Speziell sind hier gemeint ADF, 82 Spuren ADF, SCP, Amiga DOS und RAW SCP. Dabei können die Geräte und Laufwerke ausgewählt werden, was die gleichzeitige Nutzung von mehreren Greaseweasel-Geräten möglich macht, sofern man also welche besitzt. Die neueste Version 2.2 beinhaltet das Formular Optionen. Damit soll es dem User ermöglicht werden, die Oberfläche übersichtlicher zu gestalten. ADF Diskbox läuft unter Windows 10 und 11, 32 und 64 Bit und benötigt das Net Framework 4.8. Benötigt wird also ein Greaseweasel V4, die Tools in der Version 1.16.2 oder höher. Der Link zum Download findet ihr in der Videobeschreibung und auf der GitHub-Seite gibt es eine MSI-Datei zum Download, welche man unter Windows dann ausführt. Der Installationsprozess ist dabei mehr oder weniger selbsterklärend. Das ist weiterhin eine Beta-Version und ein Work-in-Progress-Titel. Ich würde also sagen, ihr probiert es mal aus. Solltet ihr ein Greaseweasel euer eigen nennen,
Damit lassen sich auch gut Backups von alten Originaldisketten erstellen. Solltet ihr also hier Amiga Originaldisketten haben, dann einfach mal ausprobieren. Kommen zum letzten Titel für heute, Phantom Leap. Ho-Games 2017 ist ja kein Unbekannter mehr, hat Titel wie Tiny Pixel Adventure und Dr. Dangerous für den Commodore Amiga entwickelt und veröffentlicht. Sein aktuelles Projekt mit der Scorpion Engine ist ein Spiel namens Phantom Leap, ein Plattformer, der tief in moosbewachsenen Ruinen und uralten Bäumen angesiedelt ist und in dem du viele Geheimnisse aufdecken und verborgene Schätze finden musst. Natürlich warten unzählige Gefahren auf dich. Ho-Games 2017 selbst zu seinem Projekt. Als furchtloser Entdecker stürzt du dich in dieses Abenteuer, springst über tiefe Abgründe, kletterst auf hohe Plattformen und suchst nach versteckten Wegen, die zu wertvollen Münzen führen. Aber Vorsicht, im Wald wimmelt es von seltsamen Kreaturen, die Eindringlinge nicht gerade freundlich aufnehmen. Wütende Pilze stellen sich dir aggressiv in den Weg und versuchen dich um jeden Preis aufzuhalten. Und sie sind nicht allein. Andere mysteriöse Wesen lauern in den Schatten und sind bereit, jeden deiner Schritte herauszufordern. Aber du bist nicht wehrlos. Mit einem beherzten Kopfstoß kannst du deine Feinde besiegen und dir den Weg nach vorne freimachen. Doch nicht alle Kreaturen lassen sich so leicht besiegen. Einige sind schnell, andere zäh und einige bewachen Geheimgänge, die nur die schlausten Entdecker entdecken können. Jede Münze, die du sammelst, bringt dich der Spitze der Highscore-Liste näher. Aber es geht nicht nur darum, die Ziellinie zu erreichen. Wahre Meister erforschen jeden Zentimeter des Waldes, decken versteckte Bereiche auf und brechen Rekorde. Wirst du derjenige sein, der alle Geheimnisse entdeckt und den ersten Platz einnimmst? Das klingt doch nach einem witzigen und spannenden Abenteuer. Die Mindestanforderungen sind auf echter Hardware ein Amiga 500 mit 512 KB RAM, ein Kickstart 1.3. Das Spiel läuft aber auch auf einem Amiga 1200. Vor einigen Tagen gab es dazu ein großes Update mit vielen Verbesserungen und Bugfixes. Wie es aussieht, hat er bereits 8 Level vollständig implementiert. Neue Musik und Animationen gibt es auch mit dem Update. Wirklich also ein großartiges Projekt. Das Ganze ist weiterhin aber noch Work in Progress. Die aktuelle Version 1.4 gibt es zum Download auf itch.io und wer sich hieran erfreut, bitte dem Entwickler ein paar Euro zukommen lassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ja, und das war es dann auch schon wieder für den Retro Newsflash für diese Folge. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mit einigen Updates versorgen und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wer Lust und Laune hat, darf natürlich gern auch den Kanal abonnieren. Ansonsten sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.